Es gibt Momente, in denen die moderne Medizin wie ein Wunder erscheint, ein Triumph menschlichen Erfindergeistes. Krankheiten, die noch vor wenigen Generationen ein Todesurteil waren, werden besiegt. Leben werden gerettet und verlängert. Hinter jedem Durchbruch stehen Jahre unermüdlicher Forschung. Eine Industrie, die das Unmögliche möglich macht. Aber hinter diesem glänzenden Bild verbirgt sich eine andere Realität. Ein System, in dem das Wunder einen Preis hat. Und dieser Preis wird oft nicht nur in Dollar oder Euro gemessen. Er wird gemessen in Vertrauen, Ethik. Und für Hunderttausende waren es ihre Leben. Eine Industrie, deren Macht tief in die Politik reicht. Die Pharmaindustrie, oft nur Big Pharma genannt, ist ein Gigant mit zwei Gesichtern, das des Heilers und das des Dealers. Sie ist eine der profitabelsten Industrien der Weltgeschichte. Und ihre Geschichte ist unsere Geschichte. In diesem Video zeichnen wir die Reise nach, von den bescheidenen Anfängen in Hinterzimmerapotheken über wissenschaftliche Revolutionen wie Penicillin, die die Welt veränderten, bis hin zur Tragödie der Opioidkrise, Patentkriegen und globalen Skandalen. Wir müssen die unbequeme Frage stellen: Wann kippte die Balance von der Patientenversorgung zum reinen Profitstreben? Fangen wir am Anfang an. Lange bevor es sterile Labore und klinische Studien gab, war Medizin keine exakte Wissenschaft. Es war eine Mischung aus Mystik, Kräuterkunde und purem Glück. Die lokale Apotheke war das Zentrum der Gesundheitsversorgung. Hier wurden Tinkturen gemischt, basierend auf Wissen, das über Generationen weitergegeben wurde. Doch die Heilmittel waren oft genauso gefährlich wie die Krankheit selbst. Quecksilber, Arsen und hochkonzentriertes Opium waren gängige Zutaten. Die Grenze zwischen Heilung und Gift war fließend. Ohne Regulierung explodierte der Markt für Quacksalberei. Sogenanntes Schlangenöl versprach Heilung für alles und lieferte meist nur Alkohol oder Betäubungsmittel. Patienten waren Versuchskaninchen und der Profit lag oft in der Täuschung. Doch inmitten dieses Chaos legten einige Pioniere den Grundstein für die moderne Pharmazie. Unternehmen wie Merck begannen hier im Jahr 1668 als kleine Familienapotheke. Ihr Fokus auf Reinheit und Standardisierung war revolutionär. Es war der erste Schritt von der Alchemie zur pharmazeutischen Chemie. Das späte 19. Jahrhundert brachte die Wende. Die industrielle Revolution traf auf die Chemie. Der Fokus verschob sich von Pflanzen zu synthetischen Verbindungen. Unternehmen wie Bayer oder Höchst, ursprünglich Hersteller von Farbstoffen, erkannten das Potenzial. Medizin zog endgültig vom Garten ins Labor. Und vom Labor in die Fabrik. Zum ersten Mal in der Geschichte konnten Medikamente in Massenproduktion hergestellt werden. 1897 synthetisierte Bayer Aspirin. Es wurde das erste Blockbuster-Medikament der Welt, ein kommerzieller und medizinischer Triumph. Doch der Erfolg von Aspirin wird oft von Bayers anderem Wundermittel überschattet, das fast zeitgleich auf den Markt kam. Vermarktet als nicht süchtig machende Alternative zu Morphin. Wir nannten es Heroin, ein heroisches Medikament. Diese frühe Ära definierte das Muster für das nächste Jahrhundert. Brillante Innovationen, aggressives Marketing
und eine beunruhigende Bereitschaft, langfristige Folgen für kurzfristigen Gewinn zu ignorieren. Wir vergessen leicht, wie tödlich die Welt vor Antibiotika war. Eine einfache Infektion, ein Kratzer im Graten, konnte ein Todesurteil sein. Die Rettung kam nicht durch gezielte Forschung, sondern durch einen Zufall. 1928 fand Alexander Fleming Schimmel in einer vergessenen Bakterienkultur in seinem Londoner Labor. Wo der Schimmel wuchs, starben die Bakterien. Er hatte das erste Antibiotikum entdeckt, Penicillin. Es war ein Wunder, aber jahrelang konnte niemand genug davon herstellen. Dann kam der Zweite Weltkrieg und der Krieg verändert alles. Auf den Schlachtfeldern starben mehr Soldaten an Infektionen ihrer Wunden als an den Kugeln selbst. Penicillin wurde zur militärischen Priorität. Die US-Regierung investierte massiv und teilte das Wissen mit Pharmaunternehmen. Sie entwickelten Methoden zur tiefen Fermentation und starteten die Massenproduktion. Dies war die Geburt der modernen Pharmaindustrie. Pünktlich zum D-Day war genug Penicillin verfügbar. Es rettete Millionen Leben und half den Krieg zu gewinnen. Nach dem Krieg boomte die Wirtschaft. Das Ansehen der Pharmaindustrie war immens. Doch ein neuer Schrecken suchte die Nachkriegswelt heim. Polio, die Kinderlähmung. Die Angst war allgegenwärtig. Öffentliche Schwimmbäder blieben leer. Das Bild der eisernen Lunge brannte sich in das kollektive Gedächtnis ein. Anders als Bakterien konnten Viren nicht mit Antibiotika bekämpft werden. Ein Wettlauf gegen die Zeit begann. 1955 gelang Dr. Jonas Salk, finanziert durch öffentliche Spenden, der Durchbruch. Der erste wirksame Polio-Impfstoff. Es war der größte Triumph der öffentlichen Gesundheit des Jahrhunderts. Fast über Nacht verschwand die Angst. Doch das Bemerkenswerteste kam, als Salk gefragt wurde, wer das Patent besitze. Seine Antwort definierte eine Ära. Nun, die Menschen, würde ich sagen. Es gibt kein Patent. Können Sie die Sonne patentieren? Salks Ethos, dass medizinische Durchbrüche dem Gemeinwohl dienen sollten, markierte den Höhepunkt der pharmazeutischen Ethik. Ein Moment, der bald verblassen sollte. In den späten 50er und frühen 60er Jahren schien das Vertrauen in die Pharmaindustrie grenzenlos. Es war das Zeitalter des besseren Lebens durch Chemie. Man glaubte, für jedes Problem gäbe es bald eine Pille. In Deutschland kam 1957 Thalidomid unter dem Markennamen Contergan auf den Markt. Es wurde als völlig harmloses Beruhigungsmittel beworben, ideal gegen Schwangerschaftsübelkeit. Es war rezeptfrei erhältlich und wurde ein Bestseller für das Unternehmen Grünenthal. Was niemand wusste, es war eine tickende Zeitbombe. Dann begannen die Geburten. Weltweit kamen schätzungsweise 10.000 Kinder mit schweren Fehlbildungen zur Welt. Viele überlebten nicht. Der Contergan-Skandal war ein globaler Schock. Der Skandal deckte auf, wie lax die Testverfahren waren und das Grünenthal Warnhinweise ignoriert hatte. Das blinde Vertrauen in die Wundermedizin war zerstört. In den USA verhinderte eine skeptische FDA-Beamtin, Frances Kelsey, die Zulassung und bewahrte Amerika vor der Katastrophe. Als direkte Folge wurden weltweit die Gesetze drastisch verschärft. Unternehmen mussten nun Sicherheit und Wirksamkeit nachweisen, bevor ein Medikament zugelassen wurde. Die Ära der strengen klinischen Studien begann. Diese neuen Regulierungen waren notwendig, aber sie machten die Entwicklung von Medikamenten extrem teuer. Um diese Kosten zu decken, änderte die Industrie ihre Strategie fundamental. Der Fokus verlagerte sich weg von Akutmitteln wie Antibiotika. Ein geheilter Patient ist ein verlorener Kunde.
Das neue Ziel waren Medikamente gegen chronische Krankheiten, lebenslange Abonnements. Das Paradebeispiel war Valium. Es behandelte keine tödliche Krankheit, sondern Angst und Stress, vermarktet als Mother's Little Helper, dem kleinen Helfer der Mutter. Valium wurde das erste Medikament, das einen Umsatz von über $1 Milliarde erzielte. Der Blockbuster war geboren. Um Blockbuster zu schaffen, musste man sie verkaufen. Die Marketingbudgets explodierten und überstiegen bald die Forschungsausgaben. Eine Armee von Pharmavertretern wurde mobilisiert, um Ärzte direkt zu beeinflussen. Die Wissenschaft war zur Ware geworden und das große Geschäft hatte gerade erst begonnen. In den 1980er und 90er Jahren konsolidierte sich die Macht. Fusionen schufen Giganten. Big Pharma wurde zum Synonym für eine Industrie, die scheinbar unantastbar war. Doch das Misstrauen gegenüber der Medizin hatte tiefe Wurzeln. Eines der dunkelsten Kapitel der medizinischen Ethik ist die Tuskegee-Syphilis-Studie. Ab 1932 beobachteten US-Regierungsärzte Hunderte von schwarzen Männern mit Syphilis. Man belog sie, sie würden behandelt. Stattdessen wollte man den natürlichen Verlauf der Krankheit studieren. Selbst als Penicillin als Heilmittel verfügbar war, wurde es ihnen gezielt vorenthalten. Die Studie dauerte 40 Jahre. Tuskegee hinterließ ein Erbe des Misstrauens, das bis heute nachwirkt. Heute hat sich das Problem globalisiert. Um Kosten zu sparen und strenge Regulierungen zu entgehen, lagern Pharmaunternehmen klinische Studien zunehmend in ärmere Länder aus. Kritiker werfen der Industrie vor, Armut und mangelnde Bildung auszunutzen, um Testpersonen zu rekrutieren, die die Risiken nicht verstehen. Das Ausnutzen der Verwundbarsten für den westlichen Markt. In den 1990er Jahren stand die Medizin vor einem echten Problem. Chronische Schmerzen betrafen Millionen. Ein Unternehmen sah darin die Gelegenheit des Jahrhunderts. 1996 brachte Purdue Pharma, im Besitz der milliardenschweren Sackler-Familie, Oxycontin auf den Markt. Ein starkes Opioid, ähnlich wie Heroin, aber mit einer speziellen Beschichtung, die den Wirkstoff langsam freisetzte. Das zentrale Versprechen: Oxycontin sei sicher für chronische Schmerzen mit einem Suchtrisiko von unter 1%. Das war eine kalkulierte, tödliche Lüge, die durch keine Langzeitstudie gedeckt war. Basierend auf dieser Lüge startete Purdue die aggressivste Marketingkampagne der Pharmageschichte. Ärzte wurden mit Boni, luxuriösen Reisen und hohen Honoraren umworben, um das Medikament großzügig zu verschreiben. Das Ziel waren nicht nur Krebspatienten, sondern Alltagsleiden. Die Verschreibungen explodierten. Besonders hart traf es ländliche Regionen. Was als medizinische Behandlung begann, endete für unzählige Menschen in der Abhängigkeit. Schnell fanden die Menschen heraus, dass man die Pillen zermahlen konnte, um den vollen Rausch zu erleben. Die Wirkung war identisch mit Heroin. Und Purdue wusste das. Sogenannte Pill Mills entstanden, Scheinkliniken, die Rezepte im Minutentakt ausstellten. Als die Behörden schließlich durchgriffen, wechselten Millionen Abhängige zu billigerem Heroin und später zu tödlichem Fentanyl. Über 500.000 Menschen sind allein in den USA an den Folgen der Opioidkrise gestorben. Es war kein Unfall, es war ein Geschäftsmodell. Die Opioidkrise ist der extremste Skandal, aber das vielleicht alltäglichste Problem ist die Preisgestaltung. Die Kosten für lebenswichtige Medikamente sind in vielen Ländern astronomisch. Nehmen wir Insulin. Für Millionen von Diabetikern ist es so lebensnotwendig wie Luft. Doch allein in den USA haben sich die Preise in den letzten Jahrzehnten teilweise verzehnfacht. Die Ironie dabei? Die Entdecker verkauften das Patent 1923 für einen symbolischen $1,
weil sie wollten, dass es für jeden zugänglich ist. Heute ist es ein Multimilliarden-Dollar-Markt, dominiert von nur 3 Konzernen. Die Industrie rechtfertigt diese Preise mit den immensen Kosten für Forschung und Entwicklung, R&D. Und ja, neue Medikamente zu entwickeln ist unglaublich teuer und riskant. Doch Kritiker weisen darauf hin, dass die meisten großen Pharmaunternehmen mehr für Marketing und Vertrieb ausgeben als für die eigentliche Forschung. Und ein großer Teil der Grundlagenforschung findet oft an öffentlich finanzierten Universitäten statt. Der Fall des EpiPen wurde zum Symbol dieser Gier. Ein lebensrettendes Gerät für Allergiker, dessen Preis ohne wesentliche Änderung am Produkt um über 500% stieg, nachdem das Unternehmen Mylan das Patent erwarb. Wie schützen Sie diese Preise? Durch Patentkriege und Evergreening. Dabei werden minimale Änderungen an alten Medikamenten vorgenommen. Eine neue Beschichtung, eine leicht veränderte Dosis, nur um ein neues 20-jähriges Patent zu erhalten und billigere Generika vom Markt fernzuhalten. Wie kann eine Industrie, die regelmäßig in Skandale verwickelt ist und deren Preise das Gesundheitssystem belasten, politisch so unantastbar bleiben? Die Antwort ist einfach. Big Pharma betreibt den größten Lobbyapparat der Welt. Allein in den USA geben sie mehr für politische Einflussnahme aus als jede andere Industrie. Mehr als Öl, Gas oder Rüstung? Auf jeden Kongressabgeordneten kommen mehrere Pharmalobbyisten. Ihr Ziel: Gesetze verhindern, die Preise senken oder Patente schwächen würden. Hinzu kommt der Drehtüreffekt. Beamte wechseln nahtlos von Regulierungsbehörden in hochbezahlte Positionen in der Industrie, die sie zuvor kontrollieren sollten, und umgekehrt. Interessenkonflikte sind systemimmanent. Eine weitere Taktik, besonders mächtig in den USA, ist die Direktwerbung an Patienten. Sie schafft Nachfrage für Medikamente, von denen die Menschen nicht wussten, dass sie sie brauchen. Das führt zum Phänomen des Disease-Mongering, das Erfinden oder Übertreiben von Krankheiten. Normale menschliche Zustände wie Schüchternheit, Altern oder Traurigkeit werden medikalisiert. Das Ziel ist klar: den Markt erweitern, indem man jeden überzeugt, dass er ein Patient ist. Keine Krise hat die Stärken und Schwächen von Big Pharma deutlicher gemacht als die Covid-19-Pandemie. Sie wirkte wie ein globales Brennglas auf das System. Einerseits erlebten wir eine wissenschaftliche Meisterleistung. Dank neuer Technologien wie mRNA wurden wirksame Impfstoffe in Rekordzeit entwickelt. Eine Aufgabe, die früher Jahrzehnte gedauert hätte. Die Industrie zeigte, wozu sie fähig ist. Besonders wenn Regierungen Milliarden an Forschungsgeldern und Abnahmegarantien bereitstellen. Andererseits offenbarte die Pandemie eine massive globale Ungleichheit. Während reiche Länder Impfstoffe horteten, warteten ärmere Länder vergeblich. Impfstoffapartheid wurde zum Wort der Stunde. Die Forderung nach einer Freigabe der Patente, um die Produktion weltweit zu ermöglichen, wurde blockiert. 70 Jahre nach Jonas Salk war die Idee, ein globales Heilmittel zu teilen, undenkbar geworden. Die Pandemie hat die Pharma-Riesen reicher und mächtiger gemacht als je zuvor. Die Krise war auch ein Geschäft. Was bringt die Zukunft? Wir stehen an der Schwelle zu neuen Revolutionen. Die Genschere CRISPR verspricht, Erbkrankheiten an der Wurzel zu heilen. Künstliche Intelligenz könnte die Entdeckung neuer Medikamente exponentiell beschleunigen und Diagnosen präziser machen als jeder menschliche Arzt. Die personalisierte Medizin verspricht Therapien, die exakt auf unsere Gene zugeschnitten sind. Das Potenzial ist atemberaubend.
Doch die alten Fragen bleiben. Werden diese Durchbrüche der Menschheit dienen? Wenn eine Heilung existiert, aber Millionen kostet, ist sie dann wirklich eine Heilung? Oder vertiefen wir die Kluft zwischen denen, die sich Gesundheit leisten können, und dem Rest der Welt? Die Geschichte von Big Pharma ist keine einfache Erzählung von Gut gegen Böse. Es ist eine komplexe Geschichte von Brillanz und Gier, von Altruismus und Ausbeutung. Wir brauchen die Innovation der privaten Industrie. Aber wir müssen anerkennen, dass das derzeitige System, das von Profitmaximierung angetrieben wird, fundamental fehlerhaft ist. Letztendlich zwingt uns die Geschichte der Pharmaindustrie, eine grundlegende gesellschaftliche Entscheidung zu treffen. Ist Gesundheit ein grundlegendes Menschenrecht oder ist sie eine Ware wie jede andere? Wie viel ist uns ein Menschenleben wert und wie wollen wir das System gestalten, das es schützt? Was denkst du? Diskutiere mit in den Kommentaren. Und wenn du mehr solcher tiefgründigen Analysen sehen willst, abonniere meinen Kanal. Danke fürs Zuschauen.